Ja, hi Leute, ihr seid schon länger auf der Suche nach einem M3 und blickt da nicht mal durch bei Autoscout Mobile und es gibt so viele coole Wagen, coole Angebote und man weiß ja wirklich nicht, ist der Preis gerechtfertigt, sind da irgendwelche Reparaturen noch dran, die irgendwie noch kommen oder so. Ja, das war jetzt meine Idee hier in diesem Video. Schaut euch das Video mal an, weil wie gesagt, ich habe den M3 jetzt fast 5 Jahre und kenne mich schon, ich sag mal, sehr gut aus. Und ich kenne auch sehr, sehr viele Leute, die auch noch einen M3 haben, bei uns in der WhatsApp-Gruppe. Liebe Grüße gehen raus an euch und vielleicht können wir euch da draußen alle helfen, dass ihr jetzt einen coolen M3 bekommt, findet und dass wir euch ein bisschen, sag ich mal, in diesem Inseraten-Dschungel weiterhelfen könnt. Ja. Seid gespannt, schaut euch das Video an, ich freue mich über einen Like-Kommentar auch und ich sag mal, los geht's. Ja, hi Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und ich mache das Fenster runter, wie ihr sehen könnt, bin ich hier mit dem M3 unterwegs. Und ja, ist jetzt ein bisschen blöd mit dem Wetter, es fängt jetzt an zu regnen. Eigentlich hatte ich den Wagen gestern gewaschen, aber sei es drum, jetzt ist es ein anderes Thema. Weshalb ich heute das Video für euch mache, ist, ich habe eine ganz coole Idee gehabt. Ihr kennt das ja, ihr interessiert euch für so einen M3, ihr wisst jetzt nicht, wie ist das in so einer Inserat da im Internet, ist das gut oder ist das nicht gut, worauf muss man achten, das hatte ich ja alles schon in den ganzen Videos erzählt, worauf man achten sollte beim M3. Und jetzt ist mein Tipp an euch oder mein Service an euch und an den anderen da draußen, die alle einen M3 haben, dass ihr, wenn ihr noch keinen M3 habt, schreibt doch einfach mal in die Kommentare den Link von Mobile oder Autoscout oder so und wir schauen uns dann die Sachen an. Ja, und ich sage mal, jeder, der einen M3 hat, kann dann was darunter schreiben, worauf würde ich achten, worauf müsste man noch aufpassen, wenn man sich den anschaut. Und ja, ich dachte, das wäre so eine ganz coole Idee, weil wenn man so überlegt, ich habe es schon beim anderen oft gehört, dass man sich im M3-Forum jetzt gar nicht mehr registrieren kann, obwohl man einen M3 hat, das ist so der Hasenfuß, sage ich mal so. Leute, die sich für einen M3 interessieren und wollen eine Kaufberatung haben, können sich dann nicht beim M3-Forum anmelden. Ja. Ohne M3. Aber es gibt jetzt auch schon Leute, die haben einen M3 und die müssen die Fahrgestellnummer musst du eingeben, damit du dann nachweisen kannst, dass du einen M3 hast. Und das klappt wohl auch noch nicht. Also jetzt zwischendurch hat es wohl geklappt und dann mal wieder nicht und so. Und meine Idee ist einfach so, ja, dass ihr den Link runterschreibt zum Inserat und wir, die M3-Besitzer oder die sich ja auskennen, schauen sich das alles mal an und geben euch Tipps dazu. Ich dachte, das wäre bestimmt eine ganz coole Idee, weil ihr müsst euch nirgendwo anmelden, ihr müsst nicht irgendwie 1000 Videos nachschauen. Und wo bekommt man denn so ein geballtes Wissen von ganz vielen M3-Fahrern, die wirklich wissen, worauf man achten muss, also müssen. Und ja, das war mir so meine Idee. Wie ihr sehen könnt, ich habe wieder jetzt viel Spaß mit dem M3. Ach ja, das ist schon wieder gut. Und das würde mich mal interessieren, wie euch das Video gefällt, also die Idee generell. So, machen wir wieder runter. Die Wagen ist jetzt auch fast warm. Da geht die Sonne wieder auf, auch beim schlechten Herbstwetter. Ja, weil ich habe öfters mal Fragen bekommen von euch da draußen, worauf sollte ich achten oder das und das habe ich mir angeschaut, diesen M3 und ich helfe dann super gerne, ich antworte auch immer gerne, ist kein Problem.
Aber ich dachte mir, so im Video direkt unten drunter zu verlinken, das ist viel einfacher, weil jeder, der sich da ein bisschen auskennt, kann da was drunter schreiben und dann hat man sofort die Informationen dazu. Ja, man muss nicht eben stundenlang im Internet rumschauen und sich Videos anschauen oder irgendwo versuchen, in einzelne Foren irgendwo reinzukommen. Und ja, dementsprechend schickt mal eure Inserate da runter. Mich würde das mal interessieren, was ihr davon haltet, von dieser Idee. Und ich dachte mal, in dem Sinne war es das auch schon von dem kleinen kurzen Video. Ich mache noch ein paar Fallendrücke jetzt schon am 3, so ein paar Soundaufnahmen noch, damit es nicht ganz langweilig und zu kurz wird, das Video. Das soll es auch schon gewesen sein. Wie gesagt, ich freue mich über einen Like-Kommentar auch. Ein Abo ist auch super gerne gesehen. Und schreibt einfach mal drunter in den Kommentaren, wie ihr diese Idee findet. Weil, wie gesagt, der M3 wird ja ein bisschen günstiger immer und bloß der Unterhalt, das wisst ihr ja, ist ein bisschen teurer. Aber jeder, der sich dafür interessiert, den möchte ich natürlich auch helfen und ein paar Tipps geben, ist überhaupt kein Problem. Und die anderen da draußen, ihr M3-Fahrer, ihr kennt das ja. Wenn man einmal M3 hat, ist man so begeistert davon und ja. Und das will man dann auch gerne teilen mit anderen Leuten. Ja. In dem Sinne, macht's gut, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, haut rein und jetzt gibt's noch ein paar Soundaufnahmen. Bis dann. Ciao, ciao. Mm-hmm.